Heute gehen wir mal ein kleines Stück in die Vergangenheit und sprechen über Dinge, an die ich mich damals gewöhnen sollte, wo ich neu nach Polen gekommen bin, und schau mal, ob ich mich heute schon daran gewöhnt habe, und komme auch wiederum zu neuen Dingen, die ich hier kennengelernt habe, die auch wiederum nach einer Zeit für mich neu waren, und sprechen auch ein bisschen darüber. Das und vieles mehr gleich nach dem Intro. An dieser Stelle auch nochmal Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stelle mich einmal ganz kurz vor, falls du mir heute zum ersten Mal zuschaust. Mein Name ist Christoph und ich bin vor einiger Zeit von Deutschland nach Polen ausgewandert. Um genauer zu sagen, bin ich damals von Dortmund nach Łódź ausgewandert, und seitdem lebe ich hier in Łódź. Ich arbeite hier, habe hier eine Familie und führe hier mein Leben ganz normal weiter fort. Auf meinem Kanal dreht sich alles rund um das Thema Polen. Mal zeige ich einen Reisebericht, hier zeige ich ein paar Orte aus Polen, spreche über die Unterschiede zwischen Deutschland und Polen, oder auch zum Beispiel, so wie jetzt, sprechen wir einfach mal über Dinge, an die ich mich damals gewöhnen musste, und schauen mal, wie es heute aussieht. Falls dich solche Dinge interessieren oder du vielleicht auch einfach nur ein bisschen Unterhaltung suchst, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und auch sofort die Glocke aktivierst. Dann wirst du auch immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Schon mal vielen lieben Dank dafür. Wie schon gerade erwähnt, sprechen wir über Dinge, an die ich mich damals gewöhnen musste, wo ich nach Polen gekommen bin, und zu meiner Anfangszeit, wo ich den Kanal erstellt habe, habe ich auch so ein Video dazu gemacht. Also das war so ungefähr im Jahr 2001, Monat Mai so ungefähr. Da habe ich mal darüber gesprochen, Dinge, an die ich mich gewöhnen musste. Das Video packe ich euch später auch unten in den Kommentaren rein, dann könnt ihr euch das sehr, sehr, sehr gerne mal anschauen. Nur ich möchte hier eine kurze Warnung aussprechen, das ist eins meiner ersten Videos, da ist die Qualität total schlecht, aber ihr könnt euch das selbstverständlich sehr gerne anschauen, nur alles auf eigene Gefahr natürlich. Und in dem Video habe ich natürlich dann auch Dinge erzählt oder Sachen erzählt, die damals für mich neu waren, woran ich mich gewöhnen musste, wo ich hier nach Polen angekommen bin. Und ich wollte heute einfach mal darüber sprechen, wie weit ich mich an diese Dinge gewöhnt habe und ob die schon zur Normalität bei mir gehören oder ob da immer noch so Sachen sind, die so ein bisschen an mir nagen. Und selbstverständlich sind auch in der Zwischenzeit wieder neue Dinge dazugekommen, an die ich mich hier so ein bisschen gewöhnen musste, die teilweise auch für mich neu waren, und das wollte ich auch mal alles mit euch besprechen. Und der erste Punkt, den ich damals im Video erwähnt habe, woran ich mich hier in Polen gewöhnen musste, war der Straßenverkehr. Der Straßenverkehr in Polen ist ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein bisschen wilder, ein bisschen rabiater. Hier sind manchmal so Situationen im Straßenverkehr, die sind für mich persönlich manchmal so unvorstellbar, aber ich denke, das ist vielleicht auch so eine Sache, wer wie wo aufgewachsen ist. Also ich kann das jetzt nur mit Dortmund und hier Łódź vergleichen, und ich kann da wirklich sagen, dass in Dortmund der Straßenverkehr wesentlich ruhiger ist. Zumindest war es damals so. Wie es heute ist, kann ich natürlich nichts dazu sagen. Aber das ist wirklich eine Sache, woran ich mich heute schon gewöhnt habe an den Straßenverkehr. Es ist sogar teilweise so, dass man sich an dem Fahrstil ein bisschen anpasst. Manchmal muss man sich auch an dem Fahrstil anpassen, weil wenn man sich nicht anpasst, bleibt man irgendwie so ein bisschen hinten auf der Strecke. Also es ist jetzt hier wirklich nicht so, dass die hier wie Kriminelle fahren und irgendwie alle nur am Rasen sind. Es ist wesentlich besser geworden, zumindest ist das so mein Gefühl. Zum Beispiel das Thema Zebrastreifen, wenn ich das mal ansprechen darf. Mittlerweile halten die Autos sehr oft am Zebrastreifen an, was früher zu meiner Anfangszeit, zumindest habe ich das so empfunden, sehr, sehr selten der Fall war. Da habe ich sogar Situationen erlebt, dass Leute gehupt haben, wenn die Leute zu langsam am Zebrastreifen vorbeigegangen sind. Mittlerweile ist das gar nicht mehr so. Zumindest habe ich das jetzt hier schon überhaupt gar nicht mehr so erlebt. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, zumindest der erste Punkt, Straßenverkehr, woran ich mich gewöhnt habe hier in Polen. Den zweiten Punkt, den ich damals im Video erwähnt habe, war der Kundenservice. Ich habe damals so Wörter benutzt, wie der Kundenservice in Polen ist, so ein bisschen stumpf. Man hat so das Gefühl, dass die Leute da nicht so richtig ausgebildet sind. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe heute noch ein bisschen das Gefühl, dass der Kundenservice in Polen nicht ideal ist. Wie gesagt, das sind alles hier nur meine persönlichen Erfahrungen. Ihr könnt selbstverständlich andere Erfahrungen gemacht haben. Die könnt ihr mir auch sehr, sehr, sehr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Aber ich muss sagen, wirklich, wenn es um den Kundenservice geht, man kann jetzt nicht sagen, dass der in Polen irgendwie schlecht ist oder hier funktioniert gar nichts. Und das sind einfach so Situationen, wo ich mal zum Beispiel ein Beispiel auch dazu geben kann, was
was für mich irgendwie unvorstellbar ist. Und da war mal letztens auch so eine Situation, wir haben zu einem Stromanbieter angerufen und haben zum Beispiel einfach mal gefragt, ja, wenn wir jetzt hier den Strom nehmen, wie lange sind wir verpflichtet, bei dem Vertrag zu bleiben? Also das heißt, wir wollten einfach Vertragsbedingungen wissen, wenn wir unterschreiben, wie lange sind wir verpflichtet, beim Stromanbieter zu bleiben. Und da hat uns die Frau einfach gesagt, ja, sie weiß das selber nicht. Das sind natürlich so Sachen, die sind schon für mich ein bisschen merkwürdig. Man muss sagen, an einer anderen Leitung war eine Frau aus der Ukraine, zumindest gehe ich mal davon aus, dass sie aus der Ukraine war, weil man hört das so ein bisschen auch an den Akzent raus. Das ist einfach so die Sache, man kann jetzt nicht der Frau selber die Schuld geben, dass sie es nicht wusste, aber das ist ja einfach so, dass die Leute hier so geschult werden, vielleicht werden die auch so angelernt, wirklich nur das Nötigste zu wissen, um die danach in den Markt zu schmeißen, dass die einfach arbeiten, was alles seine Vor- und Nachteile hat, aber der Punkt ist einfach, ich finde den Kundenservice hier jetzt nicht irgendwie katastrophal, aber der könnte schon meiner Meinung nach ein bisschen besser sein. Den dritten Punkt, den ich damals im Video angesprochen habe, ist die Bauart hier in Polen, dass die hier sehr eng alles zusammenbauen. Alle Gebäude sind eng aneinander, die Parkplätze sind hier kleiner und enger. Und ich muss sagen, das ist eine Sache, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass ich mich daran gewöhnt habe. Also an viele Sachen schon, weil man lebt ja hier und irgendwann passt man sich auch der Umgebung an und merkt, die Wohnungen sind hier zum Beispiel ein bisschen kleiner, die Straßen sind ja auch ein bisschen enger. Aber zum Beispiel eine Sache, womit ich mich überhaupt hier nicht anfreunden kann, ist einfach, dass hier die Parkplätze so klein sind. Das ist eine Sache, das ist für mich wirklich teilweise manchmal katastrophal. Ich habe manchmal Probleme, irgendwie die Tür aufzumachen, aus dem Auto zu steigen. Ich in meinem Fall habe zum Beispiel auch ein kleines Kind, welches im Kindersitz sitzt. Da muss man manchmal komplett die Tür aufmachen, um das Kind reinzusetzen und es funktioniert manchmal nicht und da muss man das Kind wirklich durch so eine Türspalte quetschen, sage ich jetzt mal, um es in den Kindersitz zu packen. Ja, und das sind einfach so Sachen, womit ich mich nicht anfreunden kann. Dass hier die Wohnungen etwas kleiner sind, man muss sagen, das ist auch ein bisschen der ältere Baustil. Wenn man schon neuere Wohnungen kauft, sind auch sehr, sehr viele Wohnungen, zum Beispiel auch schon mit einer Tiefgarage, da ist schon das Problem gelöst. Aber sonst im Rest würde ich sagen, ist das hier immer noch sehr, sehr, sehr eng. Woran ich mich hier eigentlich schon gewöhnt habe. Ich habe mich an die Situation angepasst. Aber Thema Parkplätze ist für mich hier eine Sache. Ich denke, daran werde ich mich nicht gewöhnen können. Und das ist auch eine Sache, die wird wahrscheinlich noch immer in mir drinne bleiben. Die vierte Sache, die ich damals im Video angesprochen habe, und ich musste ehrlich sagen, das ist eine Sache, die ich eigentlich schon fast vergessen habe, und weil ich habe mir mein altes Video nochmal angeschaut, um zu gucken, was ich da überhaupt alles erwähnt habe. Ja, das war der Bäcker, und die Sache, die ich damals angesprochen habe, ist, dass hier sonntags kein Bäcker in Polen offen hat, zumindest hier in Łódź in der Region nicht. Klar, an Touristenorten ist das wieder eine andere Sache, da wird auch sonntags der Bäcker offen haben, aber so normalerweise, wenn man jetzt sonntags aufsteht, also so wie ich das damals aus Deutschland gekannt habe, da konntest du sogar noch teilweise mit Schlappen rausgehen, einfach zum Bäcker gehen, dir ein paar Brötchen und wieder nach Hause gehen, habe ich manchmal gemacht. Hier in Polen ja, hat sonntags der Bäcker normalerweise nicht offen, aber ich habe dafür schon eine ganz, ganz, ganz gute Lösung gefunden, und die Lösung war für mich so gut, dass mir das wirklich schon aus dem Kopf gekommen ist, dass sonntags der Bäcker nicht offen hat, weil man sich ja schon immer am Samstag darauf vorbereitet, ach, der Bäcker hat sonntags zu, und dann zum Beispiel kaufe ich einfach immer ein paar Brötchen mehr, gerade für den Sonntag und auch für den Montagmorgen sofort, da muss ich nicht mal sofort zum Bäcker loslaufen, ich kaufe einfach immer ein paar Brötchen mehr und die friere ich dann immer sofort ein. Natürlich muss dann auch Platz im Gefrierschrank sein, aber wenn man die danach auftaut, zumindest ist das hier auch wiederum meine Erfahrung, sind die Brötchen eigentlich ja so wie frisch vom Bäcker. Ne? Also da gibt es überhaupt gar keine Probleme mit. Damals haben, glaube ich, auch Leute unter den Kommentaren geschrieben, ja, hol dir doch Aufbackbrötchen und so. Kann man machen. Ich bin aber nicht der Fan von Aufbackbrötchen. Habe ich früher in Deutschland auch sehr oft gegessen. Ich finde aber die polnischen Bäckereien, die sind allgemein sehr, sehr, sehr gut, und das wäre wirklich schade, nicht dieses tolle, gute Brot oder Brötchen zu essen, und deswegen hole ich mir lieber frische Brötchen anstatt irgendwelche verpackten Aufbackbrötchen oder sonst irgendetwas. Also zum Thema Bäcker sonntags offen, das ist eine Sache, daran habe ich mich total gewöhnt, ist überhaupt gar kein Problem für mich. Das ist sogar eine Sache, die ich schon komplett vergessen habe. Das waren jetzt auch so die Dinge, die ich damals im Video angesprochen habe, woran ich mich gewöhnen musste. Wie gesagt, an das eine oder andere konnte ich mich gewöhnen, aber natürlich sind jetzt auch in der Zwischenzeit, weil ich jetzt hier auch schon wieder schon eine gewisse Zeit hier lebe, sind ja auch Sachen natürlich dazugekommen, die ich hier so nach einer Zeit auch
wiederum kennengelernt habe. Und eine Sache, die auch für mich manchmal ein bisschen schwierig ist zu akzeptieren, das muss ich ganz ehrlich zugeben, ist, dass hier manchmal die Leute mit der Pünktlichkeit ein bisschen locker umgehen. Ich gebe ganz ehrlich zu, ich bin auch nicht immer pünktlich. Aber wenn ich nicht pünktlich bin, gebe ich normalerweise immer ein Signal oder ich schreibe eine Nachricht oder sonst irgendetwas. Hör mal, ich komme ein bisschen später. Dann ist das für mich persönlich auch immer so gar kein Problem. Aber manchmal ist das hier so, wenn man irgendwie mit irgendjemandem verabredet ist, man trifft sich und Person, die verspätet sich mal sehr gerne, ohne eine Information darüber zu geben. Und das ist natürlich eine Sache, das ist für mich schwierig. Das war schon damals in Deutschland schwierig und hier in Polen ist das für mich auch schwierig. Also das ist vielleicht auch ein bisschen so ein Charakterzug von mir. Aber das ist natürlich eine Sache, die ich hier neu kennengelernt habe. Die Leute sind hier manchmal ein bisschen unpünktlich. Eine zweite neue Sache, die ich auch wiederum so nach der Zeit kennengelernt habe, und da wird jetzt wahrscheinlich der ein oder andere vielleicht auch jetzt gerade darüber lachen, ist die Digitalisierung. Es ist mir schon von vornherein klar gewesen, wo ich nach Polen gekommen bin, dass Polen mit der Digitalisierung weit vorne ist, wie Deutschland überhaupt, muss man sagen, dass Polen in ganz Europa mit eins der entwickelsten Länder ist, wenn es um die Digitalisierung geht, und Deutschland schon mit eins der unterentwickelsten Länder ist, wenn es um die Digitalisierung geht. Aber ich erzähle euch jetzt eine Geschichte und da werden jetzt wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele Leute darüber lachen, aber das ist für mich auch voll und ganz in Ordnung, denn das ist einfach eine Sache, die muss ich erzählen. Aber zum Beispiel, wo ich in Deutschland gelebt habe, war ich so der Typ, der immer nur bar bezahlt hat. Ich habe wirklich alles mit Bargeld bezahlt, ich habe nie mit der Karte bezahlt und ich kann euch da ganz ehrlich sagen, dass ich in meinem Leben in Deutschland, ihr müsst euch das mal im Kopf halten, dass ich über 30 Jahre in Deutschland zweimal oder vielleicht dreimal meine EC-Karte benutzt habe, wirklich im Notfall. Und als ich hier in Polen war und dann gesehen habe, dass die Leute mit der Karte bezahlen, also dieses Drauflegen auf das Terminal, das war für mich eine komplett neue Sache, die ich so gar nicht kannte. Also in Deutschland gab es das, aber dadurch, dass ich, sage ich mal so weit zurück war, was dieses Thema angeht, war das für mich eine Sache, das kannte ich gar nicht, und das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen peinlich, wo ich dann damals mit meiner Frau einkaufen gegangen bin, habe ich gefragt, ob das einfach so funktioniert, dass man die Karte drauflegt, weil das ist wirklich so eine Sache, ich war wirklich kompletter Barzahler. Zur Anfangszeit hier in Polen habe ich auch alles bar bezahlt, ich habe wirklich alles Geld abgehoben. Mittlerweile mache ich es mir auch leichter und ich verstehe, das ist vielleicht jetzt nicht wirtschaftlich gesehen so ein Vorteil, wenn man jetzt mal ein bisschen ökonomisch schaut und so weiter und so fort. Brauchen wir jetzt gar nicht drauf eingehen, aber es ist eigentlich schon besser, wenn man mit Bargeld bezahlt. Das hat immer so eine gewisse Privatsphäre. Aber im Allgemeinen diese ganze Digitalisierung, das ist eine Sache, woran ich mich auch nach einer Zeit gewöhnen muss, aber mittlerweile bin ich schon sehr drin damit. Hier läuft alles über E-Mail oder über Karten, über die Pesselnummer zum Beispiel. Man muss hier sich um wenig Sachen persönlich kümmern, weil man wirklich die meisten Angelegenheiten hier alles online abklären kann. Manchmal für meinen Geschmack ist das sogar teilweise ein bisschen zu viel, weil ich bin dann auch noch manchmal so dieser Typ, der gerne zu einer Filiale hingeht und mit einem Menschen persönlich spricht. Es wird hier manchmal so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen untersagt, aber man wird immer auf irgendwelche Apps geleitet oder irgendwie, ja, ich schau mal hier im Internet oder sonst irgendwie sowas. Ne? Also das sind dann immer so Sachen, hier ist die Digitalisierung sehr weit voraus und das ist auch eine Sache, woran ich mich mittlerweile sehr gut dran gewöhnt habe und auch sehr angepasst habe. Der dritte Punkt, woran ich mich gewöhnen muss, auch heute noch gewöhnen muss, das ist eine Sache, die mir jetzt erstmal aufgefallen ist, seitdem ich meine Tochter habe, und das ist dieses, ich will nicht sagen kinderfreundlich, weil die Menschen, die sind hier wirklich total kinderfreundlich, das kann man nicht sagen, aber wenn man jetzt zum Beispiel mit einem Kinderwagen unterwegs ist, dass da dann wiederum die Kinderfreundlichkeit fehlt, zum Beispiel wenn man in Geschäften an den Kassen ist oder irgendwie sowas. Ich kenne das aus Deutschland, da wird immer zum Beispiel oder in manchen, in sehr, sehr vielen Geschäften sogar, gibt es immer breitere Kassen für Kinderwagen oder für Rollstuhlfahrer zum Beispiel. Und das sind Sachen, die ich hier bisher in Polen irgendwie nicht gesehen habe. Ne? Und wenn man zum Beispiel, also ich nehme jetzt hier mal ein ganz, ganz, ganz krasses Beispiel, das ist hier der Biedronka, und der Biedronka ist ja sogar die größte Supermarktkette hier in Polen. Und da ist alles sehr, sehr, sehr eng bebaut. Man muss sagen, dass ich mittlerweile auch nicht mehr so gerne in den Biedronka reingehe, wenn ich mit dem Kinderwagen irgendwie unterwegs bin. Man kommt
teilweise wirklich nicht durch die Gänge, weil die überall die Paletten hinstellen. Mit den Kassen gibt es hier weniger jetzt Probleme, aber der Betonker, der ist einfach zugestellt mit allem, was es gibt, und das ist dann einfach schwierig durchzugehen, auch wenn ich mal den Kinderwagen nicht mitnehme und so mit meiner Tochter durchs Geschäft gehe. Sie ist klein und dadurch, dass die Gänge so eng sind und wenn der Laden voll ist, sage ich mal auf den Samstag, dann ist das auch manchmal so ein bisschen unangenehm mit der Tochter da durchzugehen. Man muss sie tragen, weil das ist auch für sie nicht schön, ne? Wenn der Laden voll ist und man hat kaum Platz zum Gehen. Es gibt natürlich Geschäfte, wo es auch anders ist, zum Beispiel hier in Polen der Lidl, da bin ich wirklich ein Freund von, da sind die Gänge wirklich breiter, aber im Allgemeinen muss man einfach sagen, dass es, wenn es um solche Dinge geht, der Mensch mit dem Kinderwagen so, ich sage jetzt mal, leicht benachteiligt ist, auch wenn es zum Beispiel um Bürgersteige geht, jetzt zum Beispiel, die haben keine abgesenkten Bürgersteige, ist jetzt nicht wirklich schlimm, mal den Kinderwagen anzunehmen, aber das sind einfach so diese Sachen, die hier so ein bisschen nicht freundlich sind gegenüber Leuten mit Kinderwagen oder auch gegenüber Rollstuhlfahrer. Weil ein Rollstuhlfahrer, wenn er auf einem Zebrastreifen drauf zufährt und der ist nicht abgesenkt und man muss dann erstmal und das ist wirklich so ein Bordstein runterfahren. Ja, toll ist das für den Rollstuhlfahrer natürlich nicht, und das sind einfach Sachen, das fehlt mir hier so ein bisschen. Das ist auch eine Sache, ich denke mal wie mit den Parkplätzen, welche sehr schwierig sind, sich daran zu gewöhnen. Das ist zumindest nur so mein persönlicher Eindruck. Im Allgemeinen kann ich sowieso sagen, dass wenn man nach Polen kommt, so ein bisschen diese deutsche Art sich ablegen sollte und auch ablegen muss, damit man hier auch mit vielen Sachen klarkommt. Das ist ganz normal. Hier ist ein anderes Land, die Kultur ist leicht anders, die Menschen leben hier ein bisschen anders und man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass das deren Land ist, also in Anführungsstrichen deren Land ist, und wenn man hier hinkommt, dann muss man sich auch eigentlich anpassen. Es ist jetzt nicht so, dass man jetzt von heute auf morgen jetzt alles wegschmeißt und sagt, so, jetzt bin ich komplett ein anderer Mensch. Natürlich darf man immer noch seine Eigenschaften selbst behalten und so weiter, aber die Sache ist einfach die, wenn man irgendwo in ein fremdes Land kommt, ob das jetzt zum Urlaub ist oder auch wenn man dort irgendwie leben möchte, sollte man sich wirklich im Klaren sein, dass man sich auch an das Land, an die Kultur und alles andere anpassen muss. Anders wirst du überall, nicht nur hier in Polen, überall sehr, sehr, sehr große Probleme kriegen. Solltest du irgendwelche Fragen zum Video haben oder allgemein irgendetwas, was mit dem Thema Auswandern zu tun hat, kannst du mich auch sehr, sehr, sehr gerne anschreiben. Mein Instagram-Name ist hier oben aufgeleuchtet. Du kannst mich sehr gerne kontaktieren. Mal dauert es ein bisschen, bis eine Antwort kommt, weil ich dann auch manchmal ein bisschen Zeit brauche, um die Nachrichten zu lesen und auch danach wiederum zu antworten. Aber du kannst mich gerne anschreiben und früher oder später antworte ich dir auch, und ich hoffe auch, damit dir auch ein bisschen weiterhelfen zu können. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!